der neue Land Cruiser zusammen mit Kfz-Meister Peter Dämmerle. Grüß dich, Peter. Hallo Sven, grüß dich. Ja, du magst ja eigentlich gar nicht, dass ich den Kfz-Meister so raushängen lasse, aber beim Toyota Land Cruiser darf man auch in technischer Hinsicht ruhig mal deine Kenntnisse gleich mal ein bisschen auf die Folter spannen. Wir gucken nämlich mal in den Motorraum rein. Naja gut, die meiste Ausbildung ist schon ein paar Jahre her. Bin ja doch schon einige Jahre im Verkauf. Sieht man aber nicht. Ja, hau nur raus. Ja, ich habe ein Video gemacht mit dem Handy. Geht auf die 100.000 nach einem Tag. Das Auto scheint sehr beliebt zu sein. Sag mal, ist der noch nicht ausgerollt? Seid ihr einer der Ersten, der ihn bekommen hat? Ja, ich denke, wir sind einer der Ersten. Wir haben das Auto jetzt hier stehen. Neueste Generation. Und wie man es vom Land Cruiser erwarten darf, hat eben ein richtiger Geländewagen. Also nach wie vor von der Konstruktion her ausgelegt auf auch harten Arbeitseinsatz, auf Geländeeinsatz. Einige Besonderheiten, die ihn halt eben überragend fahrbar machen im Gelände. Und das Ganze halt eben kombiniert mit einer richtig tollen Optik, angelehnt an seine, ich sag mal, Väter und Großväter. So ein bisschen. Harte Kanten, guck mal hier. Harte Kanten, genau. Da unten sieht man es. Also da ist so eine Kante reingemeißelt, als wäre sie drin. Auch hier die Scheinwerfer mit harten Kanten. Rund ist out. Siehst du auch hier oben am Dachträger. Der Dachträger kann auch was, oder? Ja, den kannst du belasten, da kannst du was drauf machen. Und da wird halt eben das Dach auch entsprechend halten und die Halter halt eben auch. Ne? Fahr mal raus bitte, Peter. Dann können wir den nämlich mal, wir werden jetzt mal eine Probefahrt machen. Ja. Weil die Leute alle gesagt haben, können den nicht mehr fahren. Nichts leichter wie das. Der neue Land Cruiser. Damit ihr mal die Heckoptik jetzt auch mal seht, eingeschaltet mit Licht. Ein reiner Diesel, 2,8 Liter. Sehr, sehr schick. Und vorne werkelt ein 2,8 Liter Diesel. 204 PS. 204 PS. Und das Ganze gekoppelt mit einem neu entwickelten 8-Gang Direktschalt-Automatikgetriebe. Und ja, ich habe ihn jetzt selbst auch noch nicht gefahren. Das Auto hier hat jetzt sage und schreibe 7 Kilometer auf dem Tacho. Boah, der riecht komplett Neu. nach Toyota. Also es gibt Toyota und riecht neu. Ne? Es gibt so einen eigenen Geruch bei Toyota, der interessant ist, aber auch das Lenkrad komplett neu designt. Alles neu, auch das Cockpit. Genau. Das gibt es nirgendwo anders, oder? Im Moment. Das gibt es in der Form, denke ich, nirgendwo anders. Was halt eben hier auch auffällt, man hat hier ganz gezielt die Übersicht von dem Auto richtig gut gemacht. Hat eben durch einen flachen Armaturenträger, niedrige Gürtellinie, die Scheiben hier sind relativ weit runtergezogen. Das bringt halt eben im Gelände auch Vorteile von der Übersicht. Ja, ich hatte ja keine Ahnung. Du hast auch jetzt nicht die Mega-Ahnung, denn du warst noch nicht auf der Schulung. Das kommt erst. Das kommt erst, genau. Wir sind angemeldet, Verkäufer und Techniker. Wie gestochen scharf. Genau. Ne? Ja. Das Bild ist, sag mal, ist der Rückspiegel elektronisch eigentlich? Ist da eine Kamera drin? So, ich glaube, wenn du unten drauf drückst, sollte... Nee, ich glaube, das ist bei dem hier nicht der Fall. Soweit war ich dann auch noch nicht gewesen in dem So, wir nennen euch aber das mal so weit, wie wir kommen. Also wenn ihr schimpft, das ist mir jetzt auch ziemlich egal, ob ihr schimpft oder nicht. Das verrät euch gleich das Licht. Aber das Coole ist, dass du... Wie cool. So, was kommen wir einfach mal rein. Stationsliste. Ja, gibt hier nur einen Sender. Ja, machen wir Rockantenne hier an. Nee, mach doch Saarfunk an. Ist doch viel cooler. So. Unseren eigenen Sender. Wer kann das denn schon sagen? Ja, also das haben wir hier in der Einstellung. Wir müssen aber leiser machen. Ja, fahr mal los. Das Coole ist eigentlich die 360-Grad-Kamera. Die kannst du jederzeit zuschalten und kannst sogar hier nach rechts gucken, kannst das komplett um die eigene Achse drehen, das Fahrzeug. Das ist aber heute Stand der Technik. Er ist so leise, dass wir uns gerade flüsternd unterhalten können. Merkst du das? Genau. Extrem wenig Motorgeräusch im Innenraum zu hören. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, gerade mit dem Getriebe, weil das kenne ich jetzt selbst noch nicht vom Fahren her. Du hast gesagt, ich darf nicht DSG sagen, das ist Volkswagen. Und deswegen haben sie es direkt Schaltgetriebe genannt. Das ist interessant. Aber das hat irgendwie, ich glaube Volkswagen hat sogar erfunden, Doppelkupplungsgetriebe. Ist das Doppelkupplung? Ja, damit ist es wohl gemeint. Wir gucken uns aber auch gleich mal die Rückbank an, die finde ich mega. Toyota, ich fahre ja selbst einen Toyota, hast du gesehen, mit was ich gekommen bin?
Nein. Ein roter IQ. Ein roter IQ, oh Gott. 15 Jahre Garantie. Das ist interessant. Du hast einen IQ aus dem Jahr 2011, bringst den zum Service. Ich habe jetzt einen Servicetermin bei euch gemacht. Und dann kriegt er nochmal ein Jahr Garantie. Das ist Toyota Relax, nennt sich das, genau. Mit Durchführung der Inspektion beim Toyota-Händler bekommst du bis zu 15 Jahre Fahrzeugalter, immer von Jahr zu Jahr in Garantie, ein Jahr Garantie on top. Sogar dann, wenn du mal nicht da warst. Das heißt, also du kannst dann auch hingehen und kannst dir die Garantie dann machen lassen. Was hat gepiepst? Hast du gemerkt? Ja, das Piepsen hängt halt eben zusammen mit der Geschwindigkeitswarnung. Ach, das ist jetzt Pflicht. Das heißt, genau, man sieht halt eben hier oben das Tempolimit. Wir sind hier in der 50er-Zone. Wir fahren 52 und schon bei dieser relativ geringen Überschreitung fängt er halt eben an zu warnen. Man kann das abschalten, halt eben für die aktuelle Fahrt, wenn es einen zu sehr stört. Elektrisch ist Lenkrad. Lenkrad ist elektrisch verstellbar. Genau. Hat der einen Aufmerksamkeitswarner? Ich glaube, das hat der vorne drin, gell? Das ist eine Kamera. Das ist die Kamera hier vorne drauf, genau, die registriert hat eben mehr oder weniger, wo du hinguckst. Also diese junge Frau hier am Fahrbahnrand nicht so intensiv angucken, sobald du von der Straße wegguckst. Also wenn du dauernd YouTube guckst dabei, dann merkt er das. Dann merkt er das und wird halt eben auch warnen. Was du auch nicht machen solltest, ist so dauerhaft den Arm hier drüber halten, quer übers Lenkrad. Achso, dann merkt er, dass die Kamera... Das heißt, du hältst es jetzt so drüber, sodass der dich nicht mehr sehen kann. Genau. Noch macht er nichts. Aufrichten, da kommt so ein Hinweistext. Echt, du darfst so nicht fahren? Ja, ich soll so nicht fahren. Ich darf schon, aber... Sag mal, geht das nicht ein Stück zu weit? Ich kann mir vorstellen, wenn du sowas hier versuchst zu verkaufen in Afrika, in Südafrika, dann geht die hier auf die Barrikaden. Ich denke, das sind jetzt halt eben Regularien, die vom Gesetzgeber auf EU-Ebene halt eben vorgegeben sind. Und die Autohersteller sind halt eben angehalten, das Ganze umzusetzen. Die Scheibe ist beheizbar. Das ist aber so dünn, dass es selbst mir nicht mehr auffällt. Also ich weiß, bei Ford hat es mich immer gestört. Mittlerweile ist es auch besser geworden. Aber eine beheizbare Frontscheibe ist schon cool. Beheizbare Frontscheibe ist drin, genau. Und diese Heizdrähte, die da eingebaut sind, die sind kaum noch zu erkennen. So, jetzt haben wir hier wieder Tempoänderung, leichte Tempoüberschreitung und dann geht es halt eben hier wieder los. Mit diesem Ton, der dreimal hintereinander Da fahr doch mal kommt. 30. Ja. Du musst doch nicht immer hier 32 fahren. Oder Raser. Du Gras. Du Raser. Ja, cool. Übersicht, das hast du gerade eben gesprochen. In den 50er, 60er Jahren wurden die Fahrzeuge ganz massiv zum Thema Übersichtlichkeit bewertet. Und hier besteht das Auto fast zu 90%, würde ich mal sagen, aus Glas. Oder? Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, diese Scheiben sind halt eben sehr tief nach unten gezogen. Also man hat hier nicht diese Schießscharten, Ja. die eigentlich verhindern, dass man Beim Hammer. rundum irgendwas sieht. Ich weiß. Sondern hier hast du halt eben eigentlich überragende Übersicht. Du sitzt da schon richtig hoch und kannst eben rundum alles sehr gut erkennen. Und ich denke, das ist gerade so auf anspruchsvollen Geländepassagen hilfreich. Ne? Elon Musk hat gesagt, Knöpfe sind ein Hardwarefehler. Man muss sagen, dieses Fahrzeug verfügt ja kaum über Knöpfe. Es gibt für alles einen Knopf. Man kann darüber streiten. Ich denke, es gibt immer noch viele Freunde von tatsächlich Knöpfen, wo man halt eben weiß, welche Funktion dahinter steht, ohne dass man irgendwo in einem Untermenü nach 7 Seiten suchen irgendeine Funktion findet, sondern man guckt da drauf und weiß genau, wenn ich die Taste berühre, wenn ich die drücke, habe ich halt eben... Guck mal hier, die View-Taste. Hier, du musst nicht ins Untermenü, du drückst hier drauf und jetzt könnte es sein, Ja. kann mal gerade gucken, bei dir, Du musst hier reingucken. wo denn? Das ist da View So, hat im einen- Display. Moment. Bin, glaube ich, schon zu schnell. Genau, jetzt geht er rum und das war das, wenn du jetzt hier im Geländeeinsatz bist. Sobald du über eine gewisse Geschwindigkeit kommst, verschwindet das Bild. Ja. Und das ist halt eben so, wie es halt eben gedacht ist. Du fährst im Gelände
Und da hast du halt eben oft nur eine sehr geringe Geschwindigkeit. Das heißt, du kannst hier rechts neben das Auto gucken. Das Auto ist durchsichtig. Genau. Das ist eigentlich ziemlich cool. Warte, ich schalte mal gerade um. Dass wir mal hier irgendwie... Das kannst du hier an den... Das ist wahrscheinlich während der Fahrt. Es ist deaktiviert. Wenn du stehst, ja, jetzt wird es aktiviert. Und jetzt kannst du mal hier rechts an die Seite gucken. Und kannst es um die eigene Achse drehen. Was, ne? Warte mal, ich habe es nämlich letztes Mal hinbekommen, Peter. Da kann man nämlich umschalten, drückt man da drauf. Jetzt drücken wir mal auf die View-Taste. So, jetzt sind wir also hier drin. Das lassen wir gerade gucken. Hier drauf. Ah ja, guck mal, jetzt kannst du umschalten. Einmal vorne. Hier vorne siehst du also direkt das Auto dann komplett. Genau. Und kannst dir sowohl hinten wie vorne... Also, ganz ehrlich, ist das hier jetzt ein Auto, was denkst du, dass so wie der, ich sag mal, Ineos, der rauskam, das kann man nicht vergleichen. Der Ineos war ja hier mit einem, ich sag mal, BMW-Motor drin, der sehr rau war, robust, mit Sperren und allem drum und dran. Ist das hier so ein Mittelding aus Arbeitstier und Freizeitfahrzeug? Also du kannst mit dem Auto hier mit Sicherheit auch bequem große Strecken fahren, hast aber trotzdem gerade aufgrund des Aufbaus eben auch mit diesem sehr stabilen, bewährten Leiterrahmen, der jetzt nochmal von der Steifigkeit her um 50% mehr Steifigkeit bietet, sehr, sehr anspruchsvolle Geländepassagen. Warte, ich mach mal was ganz Schlimmes. Ich mach mal Push. Jetzt sind wir im Low-Gang. Wahrscheinlich durfte ich es gar nicht jetzt in dem Zustand, weil du wahrscheinlich den Low erst auf Neutral schalten musst. Dann machen wir mal auf Low. So, hier siehst du jetzt im Display Ist Low drin? die Funktion. So, jetzt gehen wir mal kurz, machen wir hier H. Noch ganz neu. Boah, ich liebe das, wenn du nicht auf Schulung warst. Ja, das ist immer so. Hier siehst du die Anzeige. Ja. Jetzt hast du diese Übersetzung, das merkst du auch direkt. Also diese Untersetzung merkst du auch direkt beim Fahren. Ist jetzt da. Genau. So, das heißt, du hast eine Geländeuntersetzung, hast insgesamt dann die doppelte Anzahl von Gängen. Automatische Parkbremse sehe ich mit drin. Hier vorne manuell. Das MTS nehme ich an, dass das den Lüfter abschaltet. Also bei irgendwelchen Wasserdurchfahrten. Nein, das ist dieses Multiterrain Select. Okay. Da kannst du halt eben hier Warte mal, wählen, ich geh mal drauf. wie du das Ganze. Ich drücke mal gerade wieder drauf. So. Also Schnee, Genau. Matsch, Sand. Das heißt, du kannst dann wählen, was du für einen Untergrund hast hier drauf. Genau. So, mit dem Drive-Mode kannst du wahrscheinlich Sport und so weiter einstellen. Das ist das, was man so kennt. Genau. So, ich sehe jetzt hier, da müssen auch noch die. Ist der schon freigeschaltet offiziell? Hier kannst du anwählen und dann kannst du hier entsprechend über Sport, Eco, Normal Warte, ich zeig das die mal. Fahrmodi verändern. Ne? So. Und das gleiche, wenn du auf dem MTS bist, kannst du hier dran drehen. Schmutz, Sand, Matsch, tiefer Schnee, je nachdem wie der Untergrund ist. Mhm. Ne? Oder halt eben auf Auto. Das heißt, du kannst einfach losfahren und musst dich um nichts kümmern. Richtig? Allrad ist permanent in dem? Das ist ein aktiver Allradantrieb. Ich denke, permanenten Allradantrieb, wo ständig alle 4 Räder gleichmäßig im Antrieb sind. Die gibt es eigentlich nicht mehr. Die sind halt eben so, dass der Allradantrieb immer dann da ist, wenn er gebraucht wird. Und dass die Kraftverteilung idealerweise auch automatisch, also sich verändert. Dass halt eben mit Star die Kraft auf alle 4 Räder verteilt wird. Die Klimaautomatik noch einstellen, da war auch noch alles auf aus. Wie gesagt, das ist die erste Fahrt auf der Straße jetzt erstmal. Hier sind auch diese Bedienknöpfe drin für die Komfortfunktion, Sitzheizung, Sitzventilation ist hier mit dabei. Alles hat einen eigenen Knopf. Genau. Du kannst antippen.
Kannst hier drüber regulieren. Einmal die Kühlung, einmal die Heizung. Fahrer-, Beifahrerseite. Das ist eigentlich intuitiv bedienbar. Ich denke, das Ganz ist der ehrlich, Vorteil von diesen Knöpfen. Ne? Auto ist ja auch für den amerikanischen Markt, den brauchst du nicht zu kommen mit riesen Untermenüs, wobei die jetzt mit Tesla natürlich so langsam gezwungen werden. Also eigentlich für den amerikanischen Markt. Ich denke, der Land Cruiser ist gerade speziell ein Auto, der eigentlich weltweit seine Fangemeinde hat eben auch aufgrund seiner überragenden Geländeeigenschaften, der Robustheit und der Langlebigkeit. Ja, es gab aber viele Autos in Amerika, die hast du in Europa nicht bekommen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Das heißt, die Autos werden jetzt für den Weltmarkt gebaut, mehr oder weniger. Ja, ich denke, dass die immer noch regional irgendwo angepasst sind an die Bedingungen oder an die Vorlieben, die die Kunden dort haben. Weil bei den Amerikanern muss halt eben alles immer noch mal einen Tacken größer sein. Der Land Cruiser, ich denke, der ist auf dem amerikanischen Markt, wenn man die anderen Toyota-Modelle kennt, die es da so gibt, noch relativ kompakt. Das heißt, fast schon ein Kleinwagen. Ist der Markt aber auch ein bisschen anders unterwegs. Also ich bin ja oft jetzt in Amerika, die Family kommt ja aus Amerika. Die fühlen sich teilweise ein bisschen unwohl, wenn die mit kleinen Autos unterwegs sind. Okay. Aber der Trend geht ganz klar zu kleineren Autos. Warum fühlen Sie sich unwohl, unsicher? Oder? Ja, wenn du jetzt natürlich mit so einem Kia, ihr habt ja auch Kia, die haben ja auch kleine SUVs. Und dann ist immer so das Schreckgespenst, du fährst zwischen zwei Full-Size Trucks, Pickup-Trucks und wirst da eingeklemmt. Das ist so ein bisschen die so zwischen zwei LKWs. Da läuft zum Beispiel jetzt der Amarok oder so weiter, der läuft ja da auch unter Kleinwagen. Okay. Ja, aber ein absoluter Klassiker. Hier sind wohl auch noch diese Geländefunktionen für Sperren. Sperre, Zentraldifferentialsperre. Auch das hat eben eher Sachen, die du im Gelände brauchst. Genau. Sag mal, ihr könnt den nicht irgendwie codieren über eine Software? So ein paar versteckte Sachen rausholen? Leider nicht. Wie gesagt, also hier gibt es diese Möglichkeit, du meinst das, dieses nervige Piepen beim Geschwindigkeit überschreiten. Nochmal, wie gesagt, man kann es halt eben abschalten. Ich glaube, da ist auch die Vorgabe, dass es halt eben nicht zu einfach abzuschalten sein darf. Da müssen wohl 1 oder 2 Bedienschritte erforderlich sein und du machst es tatsächlich nur für die aktuelle Fahrt. Sobald das Auto abgestellt worden ist und wieder neu gestartet wird, sind die Systeme wieder aktiv. Also ich weiß zum Beispiel bei Mercedes kannst du da auf so einen Hotkey legen, vorne am Lenkrad irgendwie, aber egal. So, wir werden gleich mal vielleicht mal rechts ranfahren, wo du irgendwo mal Platz hast. Wir können es ja hier auf die Parkinsel stellen. Nee, war ein Scherz. Nicht, dass doch noch ein LKW kommt. Noch nicht. Und dann gucken wir uns das Auto mal von außen an. Ja, preislich unter 100.000 habe ich gesehen, selbst in der Executive-Ausstattung. Ja, das ist schon eine sehr gute Ausstattungsvariante und ich denke auch im Vergleich zu den Wettbewerbern, sofern es die halt eben im richtigen Leben noch gibt von den anderen Herstellern, liegt halt eben sehr, sehr gut. Also was absolut für das Auto spricht, ist dieser Mythos Land Cruiser. Das ist wirklich jetzt ein richtiger Land Cruiser, der auch lange Jahre dann auch Werterhalt haben wird. Also ich weiß, wir hatten ja einen Land Cruiser mit, lieber Tobi, wenn du das Video siehst, in Tunesien. Ja. Den haben wir geschossen für 3.500 €. Da ging zwar die Luftfederung nicht mehr und ein paar andere Sachen, aber ihr könnt das Video ja schauen. Wir waren mit Tobi Teichmann von 4Wheel24 in Tunesien und der hat die ganze Tour, wo die großen Boliden durchgefahren sind, ist er auch mitgefahren. Und das mit einem Auto mit 330.000 Kilometern, unkaputtbar, die Kisten, und Automatikgetriebe, also kein Schalter. So, habe ich gelernt in der Fahrschule beim C-Führerschein, Schrittgeschwindigkeit. Ja, problemlos. Stehen noch nicht mal auf der Bremse. Ja, sie wird ja wahrscheinlich nicht vors Auto hüpfen. Ja. Also den hörst du. Dankeschön. Kein Elektroauto, der macht noch Geräusche. Soll kommen jetzt als Multibrid, habe ich gehört. Multibrid wird wohl Anfang 2025 also, kommen. aber auch ohne Steckdose dann?
Mild-Hybrid, ja, das ist halt eben wirklich nur eine elektrische Unterstützung. Gerade so in Anfahrmomenten, beziehungsweise beim Ausrollen kann man den Verbrenner halt eben schon ein bisschen früher ausschalten. So, dann finden wir einen Platz, wo wir ihn abstellen können. Vielleicht fahren wir gerade raus. In welchem Ort sind wir gerade? Wir sind jetzt in Wallerfangen. Ja, das ist eine Gemeinde hier ganz in der Nähe vom Firmensitz von Saarlouis aus. Ihr habt früher diese Autos nie an Lager bekommen, weil die irgendwie immer ausverkauft waren. Ist die Zuteilung jetzt besser geworden? Ja gut, wie gesagt, ich meine, das hier ist jetzt Erstausstattung. Das ist jetzt einfach mal ein Auto, den wir bekommen haben zum Anmelden, zum Probefahren, zum Testen, zum Zeigen. Ich denke, der Land Cruiser hat eine gewisse Begehrlichkeit und es gibt immer Leute, die sich für so ein Auto interessieren. Und da musst du als Händler halt eben auch ein Auto vor Ort haben, den du zeigen kannst, wo die Leute auch mal eine Probefahrt damit machen können. Sollen wir mal rechts ranfahren? Ja, Peter? Ich fahre jetzt gerade hier aus diesem engen Labyrinth hier raus. Guck, was wir irgendwo ein schönes Plätzchen finden. Vielleicht auch auf dem Feld. Er piepst ja die ganze Zeit, weil du einen Ticken zu schnell bist. Ja, ich bin jetzt bei 35, hier sind 30 erlaubt. Schon passiert. Geht ruckzuck. So, warte mal kurz. Ja, ist alles zu. Ja, komm, wir stellen es da hinten hin. Ja. Dann können wir ihn nehmen. Wir drehen hier. Gerne. Ja, du hast mal die Zeit gefunden. Du bist ja nicht mehr im Vertrieb. Habt ihr viele Vertriebsleute. Toyota ist irgendwie so ein Auto jetzt im IQ. Ich fahre ja einen 14 Jahre alten IQ. Und irgendwie hast du immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie man das irgendwie, entweder du magst Toyota, du glaubst an dieses Versprechen. Wenn du hier rechts reinfährst, guck mal hier, hinten ist eine schöne, siehst du? Boah, das ist doch wie für uns geschaffen. Mal ganz durchfahren. Mit Wendehammer. Mit Wendehammer. Können wir den mal zeigen? Ja, Außenmaße, wie gesagt, der ist 4,92 Meter lang, 1,98 Meter breit, Radstand 2,85 Meter. 2,85. Ja. Den drehst du quasi auf der Stelle. Dann hast du hier diese Trittstufen. Hat der Luftfahrwerk hier? Nee, der hat kein Luftfahrwerk. An der Vorderachse entkoppelbare Stabilisatoren. Da vorne? An der Vorderachse. An der Vorderachse? Ja. Und Leiterrahmen. Leiterrahmen natürlich, genau. Wie gesagt, da ist halt eben auch wichtig die Steifigkeit, die ist bei dem Modell nochmal verbessert worden. Okay, das heißt, wenn du den jetzt einseitig auffahren würdest. Ja, geht auch um die Verschränkung, die so ein Auto im Gelände leisten kann. Die ist halt eben überragend. Der hebt den ab, nehme ich an, ab einem gewissen Grad. Mhm. So, dann auch die Bodenfreiheit. Kurze Überhänge, das heißt auch. Das ist ja phänomenal. Das heißt, der fährt überall hin, oder? Schade, dass wir den nicht durchs Gelände jagen dürfen. Ich habe dich extra gefragt eben. Du hast gesagt, der hat 7 Kilometer. Wir müssten es eigentlich machen, aber guck dir mal den Überhang hier vorne an. Da ist das Rad. Das heißt, da brauchst du keine Portalachsen. Nö. Wie gesagt, die Möglichkeit für ihn im Gelände zu fahren, die hätten wir hier in der Nähe. Aber das tun wir ihm noch nicht an. Schade. Ich hätte es gemacht. Ich hätte ihn durchs Dorf geprügelt. Tagfahrlichter. Magst du mal vorne auch machen? Ja. Boah, ist das schön. Die Farbe ist geil. Die kamen alle in der G-Modell-Farbe. Also hier ist eine
Farbe, die ist auch so ein bisschen angelehnt an eine frühere Generation und steht dem Auto auch unheimlich toll. Sieht richtig schick aus. Die steht dem super. Ja, ich habe ja in meinem Video was spontan gemacht, habe gesagt, da müsste man den mit X-Pel überziehen. Und da kam noch rechts der Kleinen und hat gemeint, wie kannst du so ein schönes Auto? Nee, das darfst du. Ah nee, es war nicht der Kleine, das war hier euer Urgestein. Ach, der Daniel? Ja. Ja. 4 oder 6 Zylinder, was haben wir? Sollen wir mal zählen? Das ist immer noch ein Vierzylinder. Gut. Hat keinen Zuwachs bekommen über Nacht. So, steig mal bitte hinten ein, denn da habe ich was erblickt, was den Sitzkomfort Da muss ich gerade erst entriegeln. Der ist noch zu. verbessert. Also Einstieg So. fast 90 Grad. Im vorderen Bereich Leder, alles elektrisch. Und hinten, ja, würde ich auch nehmen als Taxi. Ja. Du kannst die Sitze ziemlich weit nach hinten machen, habe ich eben gesehen. Da vorne ist so ein Griff, guck mal. Genau, du kannst die Lehnenneigung verändern. Je nachdem. Du kannst dich aufrechter hinsetzen. Mittelarmlehne mit Komfortfunktion, Getränkehalter. Und du hast hier hinten noch eine eigenständige Klimatisierung. 3 Zonen. Ja, genau. Kannst du die einstellen. Jede Menge Steckplätze für elektrische Verbraucher, Handyladegeräte etc. Alles schon USB-C-Norm. Mhm. So, dann schauen wir uns mal den Laderaum an. Gucken, ob der aufgeht. Eine Besonderheit, der hat halt eben auch die separat zu öffnende Glasscheibe noch. Habe ich gerade erst gesehen, wenn du hier nämlich zumachst. Ja. Also ich mach mal zu. Hat er hier vorne ist die Rückfahrkamera mit Düse. Ist natürlich auch toll, dass es eine Düse hat. Und jetzt kannst du draufdrücken. Das ist natürlich genial. Genau. Wenn du mal schnell eben, du hast keinen Platz, um die Klappe aufzumachen. Du hast vielleicht einen Hund im Auto, willst einfach nur mal kurz ein bisschen Frischluft reinbringen. Das ist schon sehr praktisch. Ist er lieferbar eigentlich? Frag mich nicht nach solchen Sachen. Du bist ja eigentlich der Mann für die Dispo. Die Überhänge sind schon krass. Darf ich mal fahren? Ja, Ja. da. Hier, ich gebe dir mal die Kamera. Mal so in die Hand nehmen, so richtig. So. So, ja, und dann steig mal ein. Ich mach mal vorne zu. Mikrofon in der Hand. Nee, ich nehm's. Hier vorne. So. Lass mal gucken, hier gibt es nämlich so einen Leitfaden. Den dürfen wir nicht abfilmen, aber ich kann euch ja mal vorlesen. Korrektur, Weltpremiere des Toyota Land Cruiser 250. Genten Kaiki heißt zurück zum Ursprung. So ein kleines bisschen. Da bin ich. Und ich hoffe, du kannst mich sehen. Ich sehe Und dich. Ich sehe dich. der neue Land Cruiser 250 kombiniert die legendäre DNA des Land Cruiser mit den neuen Technologien, verbessertes Fahrverhalten im Offroad-Einsatz und der Straße, limitiertes Sondermodell First Edition. Ist es der hier? Nein, First Edition, da gibt es eine Variante mit Rundscheinwerfern. Ja. Die ist halt eben noch ein bisschen, wie soll ich das sagen, Ursprünglicher. ursprünglicher an die klassischen Varianten angelehnt. Warte, ich mach mich mal hier. Aber ein bisschen das Mikro da dran. So, jetzt ist gut. So, und dann haben wir Tradition gepaart mit modern. Ist ein großer Wurf. Es gab jetzt ziemlich lange keinen neuen Land Cruiser, ne? Richtig gebaut. Eine gewisse Beständigkeit bei den Modellen. Das ist kein Auto, das halt eben Elektrische Servolenkung. Die erstmals im Land Cruiser eingesetzte elektrische Servolenkung reduziert das Rückschlagen, das bei Fahrten über unebenen Untergrund auftreten kann. Eine sanftere, direktere Lenkung und leichte Manövrierbarkeit bei allen Geschwindigkeiten. Durch den Einsatz der EPS, Spurhalteassistenten. Das ist, habe ich nämlich gemerkt, dass nämlich unglaublich viele Geländewagen haben keinen aktiven Spurhalteassistent. Der ist hier mit drin. Zeig mal bitte. Das mal zeigen. Und er hat Abstandstempomat. Das ist also auch nochmal mit drin.
Jetzt bist du schon mein Kameramann. Entkoppelbarer vorderer Stabilisator, das war das, was du eben erwähnt hast. Genau, Gell? richtig. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Das erste Mal, dass ich fahre. Rückwärtsgang und das ist natürlich genial. Zeig mal bitte. Jetzt kannst du nämlich hier die Seiten sehen. Das ist ziemlich cool beim Rückwärtsfahren. Wenn du mal ein bisschen näher rangehst, Peter. Da auf der rechten Seite. Dann kannst du ruhig ein bisschen rangehen. Da sieht man nämlich hier, da vorne ist nämlich hier die Trittstufe. Genau. Die kannst du komplett sehen. Du siehst hier den Winkel, den du hast, also 30 Grad, hier rechts unten. Und hier sieht man links und rechts dann nochmal die jeweiligen Trittstufen. Das heißt, da, wo du normal nicht hinblicken kannst, das ist perfekt. Und wollen wir hier mal probieren. Was haben wir hier vorne? Hier ist die Linie jetzt eingeblendet. Ah, genial, guck mal. Das ist hinten jetzt. Und da siehst du also, ob du jetzt am Abhang noch Platz hast oder nicht. Das verrät dir gleich das Licht. Jetzt fahre ich mal gerade einen Schritt zurück. Blick jetzt mal nach oben aufs Auto drauf. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wahrscheinlich damit. Parkwarner hast du ja auch. Normale Genau. Sensoren. Ja, okay. Das wird nicht gleich hier setzen. Ah, ist schon übersichtlich. Wenn du mal guckst, die 360-Grad-Kamera mit einer automatischen Entzerrung. Das Gelbe, das ist da, wo er hinfährt. Ja, hier mal Platz genug. Wie gesagt, da ist so eine Wendemöglichkeit. Boah, ist der handlich. Guck mal. Der dreht ja fast wie der IQ. Nee, das stimmt nicht. Der IQ Ja. ist schon. Oh, Peter, wenn ich das Geld hätte, ich würde ihn sofort kaufen. Wenn nicht du, wer dann? Komm. Das ist ja schon eine Stange Geld. Aber was ich cool finde bei Toyota ist so diese Langfristigkeit der Investitionen. Dass du so ein Auto ist so zeitlos, weißt du? Du hast jetzt einen neuen, alle gucken dann. Und das ist ein bisschen anders wie, ich sag mal so bei BMW, wo du ja oft so Trends hinterher rennst. Da kommt ein neues Modell raus und dann musst du dir unbedingt den neuen kaufen. Was denkst du, wie lange wird der hier in der Form gebaut wieder? Wieder 10 Jahre oder sowas? Ja, ich denke, das wird mit Sicherheit ein Bereich sein, der realistisch ist. Ja, und du hast halt eben diese genialen Wiederverkaufswerte bei dem Fahrzeug. Also wenn du einen gebrauchten Land Cruiser suchst, auch wenn er schon einen Haufen Kilometer hat, da kriegst du immer noch ordentlich Geld für. Ist der hier zu kriegen? Wenn ich dich lieb bitte? Nö, Nö. im Moment nicht. Wenn ich hier den Verkauf habe ich keinen mehr da zum zeigen. Ich könnte Von den ab und zu daher- mal vorbeibringen für die anderen. Für Probefahrt. Ja, Thema Zug ziehen. Du weißt zufällig, was der ziehen darf? Also bis 3,5 Tonnen. Also ganz offiziell. Ja. Okay. Das ist ja oft ein Problem mittlerweile. Also, dass du bei diesen ganzen echten Hybriden und so weiter dann nur noch Anhängelasten hast von irgendwie 2 Tonnen oder so. Also, das ist ein richtiger. Ja. Hier fahren wir rechts am besten. Ja. Du kennst hier aus? Ich kenne mich hier so ein bisschen aus. Verkehrssituation in und um Saarlouis ist aktuell etwas bedenklich. Es sind ein Haufen Bauarbeiten, Straßen gesperrt und führt halt eben dazu, dass... Ja, Peter, die Übersichtlichkeit hier an dem Auto ist so krass. Also was du eben gesagt hast hier, dass es so tief runter geht. Du kannst also von hier aus kannst du fast nach unten gucken. Ja. Das ist cool. Guck mal, der lässt mich rein. Ist ja klar. Ich habe auch den neuen Land Cruiser. Was ich cool finde an dem Auto ist so dieses Understatement, dass du eben nicht mit so einem Bling-Bling-Karren rumfährst, sondern so ein Auto, was die Leute nicht richtig einschätzen können. Ja? Ist das jetzt ein Bauarbeiter? Ist das jemand, der vielleicht gewerblich den als Architekt nutzt? Hat der vielleicht ein Pferd? Aber es ist dann nicht so direkt, dass du so in diese SUV-Ecke gestellt wirst, in diese riesen SUV-Ecke, sondern der hat ja noch diesen Mythos des, du weißt, Fernreisen, Afrika, oder? Ja, Freue das ich mich da. ist mit Sicherheit eine der Argumente, die für das Auto spricht. Ich finde den unglaublich gelungen. So, jetzt guck ich mal, ich habe irgendeine Funktion haben wir noch an, MTS haben wir noch an. Genau. Machen wir mal aus. So, adaptiver Tempomat, also die anderen Sachen. Ja, Das ist hier cool. vorne, wie gesagt, dieses Display ist halt eben individuell einstellbar. Da kann man verschiedene Funktionen. Mit der View-Taste. Nee, das musst du in den Einstellungen hier am Lenkrad vornehmen. Also, wenn wir auf jeden Fall, wenn du auf Schulung warst, ja, dann verspreche ich dir, dann komme ich nochmal vorbei. Dann machen wir nochmal so ein Video, wo wir uns nur ins Auto setzen und nur mal die ganzen Sachen erklären. Hier gehen wir in die Details, genau. Ja. Das sprengt auch jetzt hier so ein bisschen den Rahmen. Aber ein paar Sachen habe ich ja schon gezeigt. Was hier war jetzt einfach mal so ein erstes Kennenlernen und ja,
Ey, die Leute werden so schimpfen, die haben gesagt, hättet ihr euch nicht besser vorbereiten können. Aber da geht es nicht drum. Es ist so dieses erste Mal in ein Auto kommen und du kennst das selber, es sind die ersten 10 Sekunden, die dich anfixen bei so einem Auto oder nicht. Und du sitzt so schön, die Sitze sind so bequem. Also bei dem hier war es schon das äußere Erscheinungsbild, also wie er angeliefert worden ist, und wir haben das Auto mehr oder weniger entpackt, die Folien abgemacht und einfach mal in den Ausstellungsraum reingestellt. Das war schon so ein gewisser Wow-Effekt, und auch die Kunden, die so ins Autohaus kamen und vor dem Auto standen, haben auch direkt eine Begeisterung gezeigt und sich für das Auto interessiert. Ne? Also eine perfekte Symbiose aus Tradition und absolut. So, wir machen jetzt mal eins, Peter. Weißt du, was wir machen? Ich parke den jetzt mal, aber nicht komplett ein, sondern Vorsicht, Fahrradfahrer noch. Ja. ich hol gleich mal meinen IQ und dann stelle ich ihn mal daneben, dass man mal einen Unterschied sieht. Und dann musst du noch weiter filmen. Warte mal, ich stelle den mal hier vorne hin. Oh, jetzt hat jemand meinen IQ zugeparkt. Ja, die haben wahrscheinlich gar nicht gesehen. Das ist doch gemein. Ich bin ein großer Fan. Mein Stiefvater hatte als allererstes Auto ein Toyota Starlet 1983. Der ist zwar leider nach 6 Monaten hatte schon angefangen zu rosten, weil die das damals nicht so ernst genommen haben, glaube ich, bei Toyota. Ja. Was Salz angeht, das gibt es in Japan, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war nicht nur bei Toyota so, da gab es noch andere Hersteller, die hatten auch zu der Zeit das gleiche Problem. Ich habe irgendwo das Mikro, glaube ich, gerade hier oben ist es. Ja, aber das ist heute, also das Thema 15 Jahre Garantie, da muss man nochmal drauf eingehen, gilt für alle Toyotas, auch wenn du mal abwesend warst. Genau. Allein dadurch, dass du jetzt zum Händler gehst, einen Service machst, kriegst du wieder... Die Werbeaussage ist das Comeback deiner Garantie. Das heißt, sobald du, auch wenn das Auto jetzt gebraucht kaufst, der ist jetzt 4 Jahre alt oder 5 Jahre alt, der Vorbesitzer hat das Ganze mit den Inspektionen nicht so ernst genommen. Gehst du zum Toyota-Händler, lässt die Inspektion machen und hast dann eben durch die reine Durchführung der Inspektion automatisch nochmal ein Jahr Garantie mit dabei. Also die Farbe heißt übrigens Sand Metallic. Komm, wir steigen mal aus. Ich glaube, der wird nicht mehr freigepackt, aber ich zeige euch mal, damit alle Leute wissen, ich bin nämlich bekennender Toyota-Fahrer, habe jetzt nämlich mir gebraucht einen IQ geschossen. Gibt es leider nicht mehr neu. Nein. Das ist sehr schade, denn dieses Auto ist genauso wie der Land Cruiser eigentlich ein kompromissloses Auto, finde ich. Oft sagen ja die Leute Land Cruiser oder Jeep, wenn sie sowas meinen. Ja, genau. Das ist wie bei den Papiertaschentüchern, die man landläufig Tempo nennt. Ne? Warte, und da vorne steht er. Da ist er. Guck mal. Genau. Ist er nicht schön? Unser Auto. SP T16. Guck mal, ich liebe den. Der ist so klein. Das Gegenteil von... Ich habe jetzt einen Servicetermin bei euch gemacht. Ja. Damit ich noch in den Genuss der Garantie komme. Von 15 Jahren. Dann hätte er noch 1 Jahr Restgarantie. Immerhin. Also, ist aber nichts kaputt, leider. Das hätten wir irgendwas machen können. CVT-Getriebe mit drin und da hinten, wenn du da mal hinguckst, sieht er nicht scharf aus. Ja, absolut. Also, wenn ihr ihn haben möchtet, wendet euch an Toyota Klein. Ihr seid schon lange Toyota-Händler. Wie lange? Seit 1980. 80. Ja. Da muss ich mal gucken. Nee, das war damals in Trier, als der ausgeliefert wurde. Das heißt, ihr wart direkt von Anfang an dabei, oder? Ja, ziemlich in der Anfangsphase, nicht ganz von Anfang an. Es gab halt eben schon früher den Start in weißt du was, er fährt ihn weg. Ich gehe mal holen. Warte mal, habe ich den Schlüssel dabei? Nee, habe ich nicht. Ja, keine Chance. Wir lassen es sein. Dumm gelaufen, soll nicht sein. Toyota Klein in Saarbrücken. Nee, in Saarlouis. In Saarbrücken, um Gottes Willen. Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.